Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem heutigen Interview. Ich habe in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Fragen bekommen, die von allgemeinem Interesse sind. Und Frau Professor Dr. König, Professorin für medizinische Mikrobiologie und Infektionsimmunologie, hat sich erneut bereit erklärt, mit mir ein kleines Interview zu führen, um diese wichtigen Fragen, die mich immer wieder erreichen, zu beantworten. Vielen Dank. Hallo, herzlich willkommen, Frau Professor König, dass Sie Zeit für mich gewonnen haben. Aber sehr gerne, Herr Dr. Wichert. Sehr schön. Dann steigen wir doch gleich. Jetzt ist es ja so, ein neuer Impfstoff ist auf den Markt gekommen. In der Presse wird ja immer wieder rumgeschimpft, warum man dies und jenes alles nicht bestellt hat. Ist denn der AstraZeneca-Impfstoff so viel anders? Gut, der AstraZeneca-Impfstoff ist natürlich ein anderes Prinzip, das ist vollkommen richtig. Jetzt aber, abgesehen vom Prinzip, also es ist kein Messenger-RNA-Impfstoff, sondern es ist ein Vektor-Impfstoff. Aber es geht jetzt ja wirklich um die Effektivität, also wie sehr schützt er. Und ja, da gab es die Diskussion. Und zwar muss man es sehen, dass es ja alles keine Challenge-Versuche sind. Also es ist nicht so, dass jetzt Personen geimpft werden und sie dann einem Virus ausgesetzt werden. Man kann genau feststellen, wie viele davon sind krank geworden. Das machen wir durchaus mit Nicht-Primaten, also mit Rhesusaffen. Natürlich, das wurde im Vorfeld bei allen Impfstoffen gemacht. Manchmal wurden natürlich nur 6 Rhesusaffen genommen, mal nur 3 Rhesusaffen, um es zu sehen, dass es auch funktioniert. Einige Impfstoffe haben durchaus auch Mäuse genommen. Und hier bei Menschen ist, wie gesagt, nicht diese Challenge-Versuche. Das heißt, es werden bestimmte Freiwillige gesucht. Also es waren jetzt zum Beispiel bei dem BioNTech waren es etwa 37.706, die letztendlich daran teilgenommen haben. Und dann waren ungefähr 18.068, nicht ungefähr, sondern genau, wurden geimpft. Und es wurden genau geimpft, 18.846 waren in der Placebo-Gruppe. Und die haben ganz normal gelebt. Und dann wurde eben nach 14 Tagen nach der zweiten Impfung eben geguckt, gezählt, wie viel haben eine Erkrankung gehabt, also eine bestätigte Erkrankung in der Gruppe, die geimpft wurde und in der Gruppe, die nicht geimpft wurde. Natürlich können wir uns vorstellen, dass das natürlich immer etwas mit Ungenauigkeit behaftet ist. Und daraus hat man gesagt, gut, es sind 95% Wirksamkeit. Also da waren also in der Gruppe über 75 Jahre, hatten sie genau 774 Personen eingeschlossen. Und bei AstraZeneca waren über 65 nur 300 eingeschlossen. So jetzt war es bei AstraZeneca, dass weder in der Placebo-Gruppe und in der geimpften Gruppe jeweils einer erkrankt ist. Ja? Und daraus kann man halt natürlich jetzt keine Effektivität errechnen. So, und das RKI sagt, das ist uns zu unsicher. Ja, wir wissen nicht, ob es wirkt. Die Zulassungsbehörde, gut, das hat sie also gesagt, dass es wird, also sie lassen es auch für Ältere zu, also über 75 oder für über 65. Also das sind so die grundlegenden Daten, die dieser Entscheidung zugrunde liegen. Man kann das aber auch nochmal diese Entscheidung des Robert-Koch-Instituts oder die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema nochmal sehr schön nachlesen. Und zwar gibt es ein epidemiologisches Amtsblatt, das gibt es regelmäßig beim Robert-Koch-Institut, ist öffentlich, ist zugänglich auf der Seite. Und das ist jetzt das Amtsblatt 5/2021, also 2021. Ja gut, aber an dieser Stelle vielleicht mal kurz eingeflochten, wer denn wissen will, ob das, was er denn da bekommen hat, auch zu der gewünschten Wirkung führt, also dass man sich nicht in falscher Sicherheit wähnt, sollte dann im Grunde genommen seinen Hausarzt bitten, einen Antikörpertest oder einen T-Zell-Funktionstest zu machen, um zu sehen, ob denn auch wirklich eine Immunantwort stattgefunden hat. Und mittlerweile sind ja die Antikörpertiter auch in sogenannten Scores, also tatsächlich auch nicht nur quali, sondern auch quantitativ feststellbar, und damit im Grunde genommen kann man auch sehen, was ist bei mir draus geworden. Und das sollte, finde ich, auch mal von Seiten der Forschung veröffentlicht werden. Wäre ja mal spannend. Aber die Kinder. Also bei Kindern gibt es mehrere Gründe. Einmal ist, dass die altersspezifische Fallsterblichkeitsrate, also die Sterblichkeitsrate, liegt bei Kindern bis 10 Jahre bei 0,002%. Bei einer Altersgruppe bis 25 Jahren bei 0,01%, bei 55 Jahren bei 0,4%, bei 65 Jahren bei 1,4%, bei 75 Jahren bei 4,6% und ab 85 Jahre bei 15%. So, also bei den Kindern sind wir bei 0,002%. Das heißt, sie erkranken also in der Regel
oder ganz, ganz wenige Ausnahmefälle wirklich schwer. Das heißt, sie sind eigentlich keine gefährdete Person. Wenn sie geimpft werden würde, kann man nicht ausschließen, dass sie das Virus trotzdem übertragen würden. Also eine Impfung schützt nicht vor Maskenpflicht. Richtig, genau so. Ja. Nun ist es ja so, dass die Menschen, die erkranken und vor allen Dingen die schwer erkranken, ja meistens nicht nur an einer Erkrankung erkranken. Meine Idee bei der ganzen Geschichte ist natürlich jetzt, wenn solche Fälle einen besonders schlimmen Verlauf nehmen, auch in jüngeren Jahren, dann muss es ja individualmedizinisch Unterschiede geben. Und auch bei den älteren Menschen wird es sicherlich Unterschiede geben, denn wenn 15% schwer erkranken, erkranken ja 85% nicht schwer. Und da muss ja nun durchaus ein Unterschied sein. Und meine Idee ist, dass dann in der Regel auch neben der Grundversorgung mit Mikronährstoffen vor allen Dingen auch die Gefahr besteht, dass mehr als ein Infekt da ist. Kann es nicht sein, dass wenn man eine Polymerase-Kettenreaktion für ein Multiplex zum Beispiel nähme, wo eine ganze Reihe anderer respiratorischer Viren gleich mit abgegriffen werden oder auch Bakterien, dass man die schweren Verläufe deshalb so schwer sind, weil einfach auch Co-Infektionen dabei liegen? Das ist bestimmt. Also ich beschäftige mich ja mit den molekularbiologischen Analysen auch von Atemwegstraktinfektionen, besonders molekularbiologische Analyse sicher schon 20 Jahre und habe auch sehr viel an der Multiplex-Etablierung mitgearbeitet und schon immer dafür, dass man schaut, was ist eigentlich überhaupt im Respirationstrakt, was macht im Moment die Infektion. Wir haben aus eigenen Untersuchungen sehr häufig gesehen, dass es eben nicht nur ein Erreger ist, sondern gerade die Kombination von 2 oder von 3, die dann halt diese Gefährlichkeit machen. Und wie Sie auch schon sagen, es kann durchaus sein, dass es vielleicht ein anderes Virus ist, vielleicht Influenza oder Rhinovirus oder die Kombination gefährlich ist. Wir haben heutzutage schon sehr einfache Testsysteme, um die Multiplex zu machen. Damals, wie gesagt, vor 20 Jahren oder vielleicht noch vor 15 Jahren, war das wirklich Handwerkszeug, war Handwerksarbeit und wir mussten, war aufwendig, teuer. Heute gibt es moderne Geräte, wo Sie eigentlich nur noch Ihre Probe in eine bestimmte Suspension reinlegen müssen und dann macht das Gerät das alles selbst und Sie haben dann innerhalb von einer Stunde das Ergebnis von 25 bis 30 Erreger. Da gibt es also 4 oder 5 Hersteller, die das also schon so weit das System ausgereift haben. Und das würde ja mit dem gleichen Abstrichtupfer gehen, den man ja schon gewonnen hat. Das ist ja keine zusätzliche Untersuchung. Es ist nur ein anderes Gerät oder ein anderer Testkit. Genau. Wäre ja mal spannend. Wir wüssten, woran wir ansonsten noch so erkranken. Natürlich. Gut, mal zu den Impfungen. Wir haben ja in der Vergangenheit gehört, dass es im zeitlichen Zusammenhang zur Impfung Todesfälle gegeben hat. Und in Deutschland wurden 10 Fälle obduziert und man hat gesagt, ja, das hat mit der Impfung alles nichts zu tun. Die sind einfach so schwer krank gewesen, die hätte man vielleicht besser gar nicht impfen sollen. In Norwegen ist man da schon einen Schritt weiter gegangen. Nämlich, was ist da los? Gut, in Norwegen ist es also auch passiert, es sind 33 Personen gestorben, direkt nach einer Impfung, also oft nur einen Tag danach. Sie haben 13 davon obduziert. Und ja, es ist natürlich immer schwierig zu sagen, das war jetzt die Impfung, aber es ist auch nicht auszuschließen, dass die Impfung letztendlich der Anstoß war zu dem Tod. Und deswegen haben sie halt in Norwegen doch die Leitlinien geändert. Das heißt also bei sehr schwer kranken Personen, also sehr alten Personen, auch die auch krank sind oder akut krank sind, muss der Arzt entscheiden, ob es noch ein Vorteil ist, überhaupt die Impfung durchzuführen oder ob eventuell die Nachteile überwiegen könnten. Nun ist es ja so, dass es in Deutschland, also zum Teil wurden ja diese Impfteams auch von der Presse begleitet. Nun kann man ja auch nur sagen, das ist vielleicht rausgeschnitten worden, weiß man nicht so genau. Aber die Bögen, die auch verschickt werden an die Angehörigen, die ja zum Teil auch entscheiden sollen für die Demenzkranken zum Beispiel, da wird dann ja gefragt, ob man eine Beratung haben möchte. Und wenn nein, scheint das nicht zwingend zu sein. Es gibt also diese schriftliche Befragung, da wird dann also die Fragen, die sind, werden eben mit Ja oder Nein beantwortet. Und dann muss der Arzt eben im Zweifel nachfragen oder nicht. Nun ist aber der
Impfarzt ja nicht der Hausarzt, das heißt, er kennt die Patienten ja eigentlich gar nicht und hat im Grunde genommen auch gar nicht so den Überblick über die Krankengeschichte dieser Patienten. Manche haben ja chronisch erhöhte CRP-Werte oder möglicherweise irgendwelche unterschwelligen Harnwegsinfekte oder sind mit COPD gezeichnet und sind auch von der Seite in irgendeiner Form mit Bakterien besetzt, und andere wiederum haben Autoimmunerkrankungen und stehen möglicherweise sogar noch unter einer Cortisontherapie, um das zu managen. So ein Hausarzt, der hätte das eigentlich auf den Blick und würde sagen, bei dir vielleicht jetzt gerade nicht, oder wir müssen das vielleicht mal genauer diskutieren. Das ist eigentlich das, wo ich sage, hier ist notwendig, dass eigentlich die Kooperation mit dem Hausarzt erfolgen müsste, wenn der Impfarzt das macht, damit diese Daten im Grunde genommen verantwortlich zur Impfung auch bereitstehen, damit dann auch eine verantwortungsvolle Entscheidung getroffen werden kann. Denn wenn in einen Infekt hineingeimpft wird oder wenn die Empfehlung der Professoren der Allgemeinmedizin zum Schließen der Impflücken für, sagen wir mal, Pneumokokken oder Grippe, was ja vielleicht, wenn man im Impfpass feststellt, oh, das fehlt noch, machen wir doch gleich mit, anstehen, dann steht das ja eigentlich im Widerspruch zu dem, was man lehrbuchmäßig darüber so weiß, nämlich nie in eine aktive Entzündung hineinimpfen. Genau, und insofern ist ja vielleicht auch darüber zu erklären, warum die Norweger hier einfach etwas schon schneller umgesetzt haben, als das bei uns der Fall ist, denn eine Impfung soll ja schützen. Ja, abschließender Tipp an die, die geimpft wurden, das würde ich als Take-Home-Message nochmal setzen. Wähnen wir uns bitte nicht in falscher Sicherheit. Es macht Sinn, wenn man geimpft wurde, auch mal vielleicht auf eigene Kosten zur Not sogar kontrollieren zu lassen, ob man denn auch Antikörper wirklich gebildet hat. Wenn nein, weiß man spätestens dann, dass das Immunsystem nicht dazu in der Lage ist, vernünftig zu reagieren. Und sollte das, was wir gerade in epischer Breite erzählt haben, was man alles tun könnte, in den Bereich der Eigenverantwortung nehmen und zu sagen, ja, jetzt muss ich wohl selber mal Verantwortung übernehmen und die Dinge analysieren lassen, die mir fehlen, damit es mir gut geht. Haben Sie noch ein Schlusswort? Ich kann kein besseres Schlusswort sagen als Sie. Aber vielleicht noch mal unterstreichen, dass man ist, vielleicht besonders natürlich die Älteren, dass man doch nach dieser Impfung versuchen sollte, doch den Impferfolg zu überprüfen. Sie wissen sicherlich alle, dass bei den also viele Personen über 80 brauchen die Hilfe der Kinder. Mein Bruder hat sich um meine Mutter bekümmert, die 89 ist, und hat gesagt, es hat sehr viel Energie gekostet, überhaupt die Impftermine überhaupt zu bekommen. Und wenn man schon so viel Mühe aufwendet, um die Impftermine zu bekommen, dann sollte man auch dann noch den letzten Schritt tun und sagen, ich überprüfe es, ob es funktioniert hat, und sonst auf jeden Fall an das Immunsystem gehen. Ja, das ist doch eine sehr schöne Take-Home-Message. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre wissenschaftlichen Ausführungen, die ich fand wieder sehr verständlich waren, und ich hoffe, dass unsere Zuschauer mit den Antworten zufrieden sind, und sollten sich neue Fragen ergeben, dann vielleicht auf ein neues. Bis dann. Dann treffen wir uns wieder online. Alles klar. Tschüss, schönes Wochenende noch.